Moin moin Menes, alle mit an Bord kommen. Wir wollen heute mal mit dem Containerschiff losfahren. Wir haben jetzt gerade das Tutorial von dem Containerschiff aufgemacht. Wir sollen jetzt die Container verladen, aber bevor wir jetzt erstmal dazu kommen, würde ich mit euch noch mal kurz mir hier dies angucken, weil ja, es gibt jetzt eine Roadmap zu Seafarer, also ShipSim. Also wie gesagt, in 6 Tagen startet der Early Access am 7. Oktober. Steam-Seite habe ich euch unten auch nochmal in die Beschreibung gehauen. Und wie gesagt, es gibt jetzt eine Roadmap. Jetzt kommt erstmal, wie gesagt, der Early Access Release Oktober 25. Dann kommt Ende des Jahres Crescent Port Logistics and LNG and Bulk Update. Also LNG gibt es dann auch schon. Das Flüssiggas. Dann 3 neue Schiffe. Bulk Cargo Gameplay, LNG Gameplay, Bugfixes und Improvement soll dieses Jahr noch kommen. Dann Anfang 2026 kommt das Rescue Update, also zum Beispiel die Seenotrettung kommt dann mit rein. Auch sehr interessant, finde ich. Also Seenotrettung hatte ich gestern im Stream auch nochmal drüber diskutiert, was könnte man alles noch reinbringen. Da war die Seenotrettung auf jeden Fall auch dabei. Wie gesagt, einige hatten auch schon gefragt wegen Kreuzfahrtschiffen. Da habe ich jetzt noch nichts gesehen. Kann natürlich sein, dass irgendwann Kreuzfahrtschiffe kommen. Wie gesagt, da kommt dann im ersten Quartal 26 2 neue Schiffe, das Seenotrettungs-Operations-Update, neuer Hafen, nochmal wieder Bugfixes und Improvements und dann kommt ja 26 und danach mehr Schiffe, neue Fraktionen, Online-Koop-Modus, ne, für viele auch interessant, der Online-Koop-Modus und eine Map-Erweiterung und mehr. Wie gesagt, hier könnt ihr euch alles auch nochmal bei Steam dann durchlesen. Guck gerade mal, hier haben sie auch nochmal ein Video rausgebracht. Hier sieht man auch nochmal ein anderes Containerschiff. Ne? Das ist jetzt ein größeres Containerschiff auf jeden Fall. Denn hier das mit der Seenotrettung sieht auch cool aus, finde ich. Und hat auch, wie gesagt, noch gefehlt, ja. Ja, wie gesagt, hier sieht man das auch nochmal alles. Wir gehen mal direkt rein ins Game. Und ja, und dauert ja auch nicht mehr allzu lange, 6 Tage noch. Dann könnt ihr selber Hand anlegen hier. Wir sollen jetzt an Steuer gehen. Guck mal, gerade geht die Kaffeemaschine schon. Ja. Ganz wichtig, die Kaffeemaschine. So, das Video muss ich mal gucken, ob wir das in 2 Teile aufnehmen. Ich muss ja jetzt mal Karte zum Anlegen. Vollständigen, aber auch typischen Ablauf eines Warentransports durch. Das bedeutet, dass wir mit der Warenaufladung anfangen. Ja, du hast richtig gehört. Das ist auch eine deiner Aufgaben. Jetzt klettere schon auf den Kran, sonst hältst du noch den ganzen Betrieb auf. Jetzt sollen wir halt, das ist nämlich auch wichtig. Guck mal, hier steht zum Beispiel auch die Unterschiede. Zunächst müssen wir die Schiffe mit den Waren beladen. Steige dazu in den Kran und lade die Container auf. Gleiches gilt auch für Schüttgüter, aber ich weiß nicht, ob Schüttgut schon drin ist hier im Spiel. Das weiß ich nicht. Einzig bei den Tankern musst du die Rohre-Anschlüsse die Anschlüsse der Rohre richtig anschließen. Ja, ich weiß halt wie gesagt noch nicht. Jetzt können wir hier mit Space einmal hier wechseln. Alles immer ganz gut beschrieben. Platz stehen, kannst du mit dem Umladen beginnen. Du musst nie mehr Container verladen, als die Fahrer dir bereitstellen. Sei aber vorsichtig, wenn du die Container anhebst. Der Zorn eines LKW-Fahrers über Schäden an seinem geliebten Fahrzeug ist nicht zu unterschätzen. Also wie gesagt, Schüttgut und LNG, also LNG haben wir ja schon gesehen, kommt auch später. Ne? Hier können wir jetzt zum Beispiel den Kran steuern mit WSAD, mit Links- und Rechtsklick können wir senken und heben. Mit Q und E kann man die Breite anpassen, brauchte ich bisher noch nicht, ich habe bisher nur kleine Container gehabt. Da brauchte ich, aber irgendwann wird es ja auch mal größere Container geben und mit F dann wie gesagt, wenn der in der richtigen Position ist, dann zugreifen. Ein paar bunte Klötze stapeln, wie im Kindergarten. So, hier kann man jetzt wie gesagt mit Q und E, aber das wie gesagt ist ja nur bei größeren Containern. Da muss man jetzt direkt richtig abpassen hier und dann zugreifen. Dann wieder mit Rechtsklick hoch, Rechtsklick wieder anheben und dann aufs Schiff rauf. Ich würde direkt hier vorne anfangen. Haben wir irgendwo, wie viele Container müssen wir jetzt? 3 Container müssen wir verladen. Da machen wir hier hinten, wa? Der ist noch einer hier.
Jetzt halt aufpassen mit dem anderen Container. Also 3 kann man bei dem Schiff immer übereinander stapeln. Ich sehe es jetzt auch nicht, wann es grün wird. Doch jetzt. Okay, den haben wir. So, 2 noch. Und dann müssen wir die noch sichern an Bord. Das müssen wir auch selber machen. Wie gesagt, was wir gestern schon rausbekommen haben, eine Schnellreise zum Beispiel, also wenn man jetzt ein bisschen länger unterwegs ist, werdet ihr nachher sehen, dass das relativ lange dauert, bis man da von dem einen Hafen zum anderen gefahren ist. Da gibt es später auch eine Schnellreise. Ich glaube, ab Level 5, glaube ich, schaltet man die Schnellreise frei. Und Crew kann man ab Level 3 einstellen. Aber was ich mitbekommen habe bei der Crew, ist, dass sie mehr Sprit verbraucht. Also die Crew solltet ihr nicht die ganze, also den Offizier solltet ihr nicht die ganze Zeit fahren lassen, weil ihr es sonst wahrscheinlich nicht mehr bis zum anderen Hafen schafft. Weil das haben wir gestern im Stream rausgefunden. So, einen Container noch. Wie gesagt, das Video werde ich hier mal in 2 Videos aufteilen. Oder ich schneide es halt ein bisschen zusammen, wenn wir jetzt wirklich nur geradeaus fahren, dass ich das dann zusammenschneide, ne? Die Mission hier, die ging gestern bei mir schon, eine Stunde ging es auf jeden Fall hier, bis wir die durch hatten. Oh, fertig. Hier sind wir durch. Damit ist es aber noch nicht abgeschlossen. Als nächstes müssen alle Container gesichert werden. Das wäre sonst ein ganz schönes Problem, wenn dieses Schiff von einer größeren Welle getroffen werden würde und die Container dann einen Abflug machen. Genau. So, jetzt gehen wir wieder an Bord des Schiffes. So, wenn die Container verladen sind, müssen wir sie noch für die Überfahrt sichern. Dazu verwenden wir verschiedene Methoden wie Lashing-Stangen und Twistlocks. Twistlocks fixieren 2 Container aufeinander. Lashing-Stangen werden für Containertürme verwendet, um diese am Umfallen zu hindern. Jetzt haben wir hier die Stangen. Können wir einfach mit F hier aktivieren, anhaken. So, jetzt müssen wir hier die Twistlocks sichern. Ne, hier war nichts. Da oben sind noch. Alles muss hier gesichert werden. Alles sicher an Bord hier. Alles abgesichert. So, jetzt müssen wir, glaube ich, von hinten nochmal. Hier nochmal gucken. Die großen. Dann hier. Hier nochmal. Die Stangen. Twistlocks. Alles muss gesichert werden. So, fertig. Erledigt ist, wird es Zeit zum Ablegen. Heute geht es nach Mettington. Die Strecke ist also recht kurz. Aber hier geht es ja auch darum, ein Gefühl für den Job zu bekommen. Genau. So, die ganze Fracht muss nun in den Zielhafen gebracht werden. In diesem Fall ist das Mettington. Mit Hilfe der Seekarte kannst du den Hafen lokalisieren und deine Route planen. Die Karte findest du auf der Brücke oder du öffnest sie mit M. Deine geplante Route kann zukünftig auch von Autopiloten abgefahren werden, sobald du das entsprechende Crewmitglied angeheuert hast. Ja, bloß wie gesagt, da wollte ich euch dann noch sagen, habe ich euch ja wie gesagt gerade, also, dass man da wahrscheinlich zu viel Sprit verbraucht, wenn der Offizier fährt und man nicht selber fährt. Das ist halt ein bisschen schade. So, jetzt machen wir mal, ich wollte jetzt mal was testen hier beim Abfahren. Die Frachtfähre hat 3 Motoren, 2 am Heck, 1 am Bug. Heck und Bug lassen sich separat steuern. Durch die Ausrichtung kann die Frachtfähre auf der Stelle gedreht oder seitwärts fahren. Und das machen wir jetzt auch mal. Legen jetzt erstmal ab. Haben wir jetzt abgelegt? Haben wir jetzt abgelegt? Ne, haben wir nicht. Jetzt ist abgelegt. So, und jetzt machen wir das mal so. Wir drehen den mal so rum, dass er seitlich wegfährt. Und die machen wir auch mal so, dass wir seitlich jetzt fahren können. Ja, das kann man hier mit linke und rechte Maustaste, kann man hier die einzelnen Propeller steuern. Jetzt müsste er rein theoretisch sein. Ein bisschen. Ja, okay. Warte. Oh mein Gott. Ja, das ist scheiße. Habe ich Mist gebaut. So ein bisschen. Das ist blöd.
Erstmal den oberen hier, dass der erstmal, genau, der steuert jetzt seitlich. Ja, weil die hinten natürlich mehr Power haben. Ja, alles klar. Und jetzt quasi können wir alles resetten, dann vorwärts fahren. Wir müssen jetzt hier rum. Einmal hier rausfahren. Aber haben wir doch ganz gut hingekriegt. Sind irgendwo gegengeditscht. Gut, ein bisschen vorne war ein bisschen zu langsam. Da hätte man das mit dem Schub noch ein bisschen besser machen können. Also nächstes Mal wieder was dazugelernt hier. Ne? Und jetzt, wie gesagt, einmal rumlenken hier das Schiff. So. Doll. Ja, und dann müssen wir quasi jetzt etliche Meilen fahren. Wir können gerne auch mal die Route planen, dann sehen wir, wie viele Meilen das sind. Und wie gesagt, man kann normalerweise, also bevor man losfährt, das erklärt er einen später auch nochmal, müsste man auch ein paar Ersatzteile kaufen hier. Am Hafen, verlässt, genau. Solltest du immer darauf achten, dass du genug Ersatzteile an Bord hast. In jedem Hafen kannst du über das Tablet und der Flotte Ersatzteile für das Schiff, das du gerade fährst, kaufen. Die Ersatzteile brauchst du, um während der langen Überfahrten das Schiff zu reparieren. Achte auf die Anzeigen neben der Minimap und auf die Warnmeldung auf dem Bildschirm für diese Fahrt. Werden dir die Ressourcen als Teil der Fortbildung zur Verfügung gestellt. Kann ich euch hier nochmal zeigen mit T. Hier kann man auch tanken, das Schiff reparieren, aber das geht nur an Häfen. Und hier sind quasi die Ersatzteile. Hier kann man später noch Ausrüstung dazu kaufen. Man kann das Schiff hier später auch leveln. Man kann das Schiff quasi aufleveln, damit es zum Beispiel schneller fährt und sowas alles. Man kann auch die Crew. Die Crew kann man hier später auch leveln. Das sieht man jetzt halt noch nicht. Crew kommt halt ab Level 3. Ja, wie gesagt, das sind halt die Schiffe, die es jetzt zur Verfügung gibt. Das ist auch quasi alles, was jetzt bei der... ich steuere mal ein bisschen nach links. Nach rechts. So, und das sind jetzt auch alle Schiffe, die jetzt beim Early Access dabei sind. Einmal das kleine Polizeiboot, das Containerschiff, das Löschboot, das kleine Löschboot, der Schlepper, dann das große Polizeiboot und das große Feuerwehrboot. So, das sind erstmal die Schiffe, die jetzt zur Verfügung sind. Und jetzt kann ich euch hier auf der Karte mal zeigen, wir müssen jetzt... Das Wetter im Blick. Starke Winde und Strömungen können Anfänger leicht vom Kurs abbringen. Wir fahren mit jetzt... deiner Erfahrung schaffst du das mit links. Hier fahren wir jetzt los, warte mal. Warte mal, irgendwas stimmt da nicht. Ach so, wir müssen ja nur einmal rumfahren. Nee, das ist ja noch... Stimmt. Ist ja noch die kleine Mission, ja, ist gut. Wir müssen jetzt einfach nur von hier aus da rumfahren. Müssen wir mal die Route irgendwie mal planen. So bis hier so. Dann sehen wir da jetzt auch die Entfernung. Oh, oder er lenkt schon wieder. Ja, er lenkt schon wieder. So, dann haben wir hier nämlich auf der Map, das sind jetzt 3,5 nautische Meilen. Reisezeit 10 Minuten. Und da fahren wir jetzt, ich steuere mal das Schiff hier mal ein bisschen. Jetzt können wir auch Vollgas geben. Also ich habe jetzt noch nicht gemerkt, dass man jetzt mit Vollgas, also normalerweise müsste es ja so sein, dass man mit Vollgas mehr Benzin, also mehr Sprit verbraucht, mehr Treibstoff. Bloß, ja, habe ich jetzt so noch nicht genau, müsste man nochmal direkt drauf achten, wenn man so eine längere Tour fährt. Ob er dann mehr verbraucht, wäre ja eigentlich logisch, ne? Wenn man Vollgas fährt, dass man mehr verbraucht, als wenn man jetzt, sag ich mal, nur ja, mittleren Schub gibt quasi. Oh, jetzt wird's dunkel hier, oder was? 19:10 Uhr. Warte mal, haben wir die Lichter alle an? Lichter alle an? Ja, wie gesagt, das ist jetzt hier noch eine kurze Fahrt. Ich würde sagen, wir schneiden gleich mal ran, sobald wir dann, ich weiß nicht, wie viel sind wir jetzt? 14 Minuten, ich würde sagen, wir schneiden dann mal ran, sobald wir dann da sind, Leute. Bis gleich. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Also es fährt hier auch KI rum, ne? Also man sieht hier auch wirklich KI rumfahren, ne? Also man ist jetzt hier nicht nur alleine auf dem Ozean hier. Für die Fortbildung haben immer irgendwelche Probleme während der Fahrt. Zum Glück haben wir Ersatzteile mitgenommen. Schau mal nach, ob du da etwas machen kannst.
Ja, wir sehen jetzt auf jeden Fall, dass wir hier einen Motorschaden wird jetzt rechts angezeigt. Ich mache jetzt erstmal hier Maschinenstopp. So, alles aus. Dass wir hier erstmal... müssen jetzt gucken, dass wir da nicht so schnell wegtreiben. Wie gesagt, später kann man auch noch Maschinisten einstellen. Da muss man das nicht selber machen. Aber jetzt müssen wir das halt so lange noch selber machen. Wir müssen jetzt in den Maschinenraum rein. Da geht es hier unten rein. Hier ist der Maschinenraum. Jetzt müssen wir quasi auf Bildschirm gucken. Das erklärt sie auch alles gleich nochmal. Genau, überprüfe die Anzeigen im Maschinenkontrollraum und am Motor, um herauszufinden, was du reparieren musst. Ersetze anschließend die entsprechenden Teile des Motors oder fülle Flüssigkeit nach. Wenn die Motoranzeigen alle grün sind, kannst du weiterfahren. Solltest du mal keine Ressourcen mehr zur Hand haben, liegen bleiben, kannst du über das Funkmenü die Seenotrettung rufen gegen eine Gebühr. Ja, die Gebühr ist leider sehr hoch, also das ist Wahnsinn, die Gebühr. Guck mal, hier haben wir Treibstofffilter, müssen wir wechseln. Den müssen wir auch wechseln. Hier Temperatur zu hoch. Auch zu hoch, jetzt müssen wir alles machen jetzt quasi. Hier ist jetzt so ein kleines Minispiel. Jetzt haben wir hier erstmal Kühlmittel nachgefüllt. Hier checken wir jetzt das Öl, füllen das Öl nach. War eigentlich ganz witzig gemacht. Auch jetzt nicht so kompliziert. So, hier Kraftstofffilter austauschen. Hier ist noch den Luftfilter kontrollieren. Müssen wir auch einmal wechseln. Ja, eigentlich relativ simpel, wenn man das einmal gemacht hat. Dann hat man das eigentlich ganz gut raus. Da werden jetzt die Lampen dann auch schon wieder grün. Ist auch nochmal der Luftfilter. Nochmal Öl. Einmal nachfüllen. Wie gesagt, das geht halt einfach nur schneller, denn wenn ihr das Minispiel da im richtigen Moment klickt, aber er füllt das trotzdem nach und nach. Ja, das ist jetzt nur damit das... Das sind gute Neuigkeiten, dann kommst du ja sogar noch pünktlich an. So, und jetzt können wir hier mit Space, können wir jetzt hier Sprungpunkte Steuer übernehmen. Jetzt sind wir wieder direkt am Steuer. Wir müssen jetzt natürlich, weil wir uns gedreht haben, jetzt einmal hier uns wieder drehen. Wir müssen, weil wie gesagt, das ist ja durch die Strömung. Aber ich musste jetzt den Motor mal ausmachen. Gut, man hätte auch einen Anker legen können. Hätte man auch machen können. So, jetzt müssen wir gleich wieder richtig auf Kurs hier. Mit Vollgas voraus hier. Das Wasser sieht schon sehr schön aus. Und gerade auch, wenn es da nochmal irgendwann später ein bisschen stürmischer ist, ist das schon schön. Der Himmel, finde ich, sieht auch sehr schön aus, muss ich sagen. Die Wolken haben sie auch gut gemacht. So, wir müssen jetzt... Hier vorne ist der Leuchtturm, wir müssen aber hier hin. Wir müssen noch ein bisschen drehen. Gut, Leute, dann schneide ich wieder ran, sobald wir am Hafen sind. So, jetzt sind wir gleich am Zielhafen. Hier rechts und links sieht man schon die Leuchtfeuer. Ne, das Grün und Rot. Dazwischen muss man halt immer in den Hafen reinfahren. Dann bin ich mal gespannt, wo wir jetzt anlegen müssen. Ich glaube hier in dem Bereich hinten. So, jetzt sind wir gleich da. Jetzt wird hier gleich eine Durchsage kommen, denke ich. Haben wir gleich geschafft. Wie gesagt, mit Alt könnt ihr euch immer hier unten das alles einblenden lassen. Ihr könnt auch mit H hier das komplette HUD wegmachen. Ne, oben rechts seht ihr immer, was ihr zu tun habt. Und wie gesagt, jetzt in dieser Trainingsmission geht kein Treibstoff, kein Schaden, keine Haltbarkeit. Das verbraucht er, aber das sind automatisch. Ne, also... So, jetzt sind wir gleich im Hafen. Und jetzt könnte man, glaube ich, auch schon nachtanken. Also wenn das jetzt schon möglich wäre, könnte man jetzt hier in dem Bereich sogar schon nachtanken. Also man muss dafür nicht angelegt haben, um nachzutanken. Das kann man über das Tablet dann machen. Auch die Ersatzteile kann man darüber kaufen. Aber wie gesagt, das geht halt nur im Hafenbereich, ne? Das geht halt nicht... zum Beispiel hier bei den Orten hier. Hier sind überall Häfen, aber hier zum Beispiel ist ein Ort. Du bist
deinem Ziel angekommen. Und du liegst sogar noch in der Zeit. Gute Arbeit. Deine Anlegestelle ist bereits frei. Du kannst also gleich durchfahren. So, da ist die Anlegestelle. Da müssen wir jetzt ranfahren. Wie gesagt, die Anlegestelle ist jetzt hier unten. Also, das werden wir gleich sehen. Ich fahre da jetzt schon mal mit voller Kraft hin. Wie gesagt, am Ende müssen wir natürlich den bisschen weniger Gas geben. Also da müssen wir ein bisschen weniger Schub machen. Da müssen wir ein bisschen runter. Und wir müssen dann auch einmal drehen. Weil wir müssen da hinten, jetzt seht ihr schon da hinten, müssen wir seitlich anlegen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ein Schlepper dahin zieht. Das steuert man dann auch selbst. Dann schleppt man quasi sein eigenes Schiff ab. Das gibt es später auch noch. Mal sehen, wie sie es noch ausbauen. Und das Gute ist ja, wir haben ja wie gesagt das seitliche Ruder, also seitliche Propeller, und dadurch können wir natürlich uns auch seitlich dann ran. Muss man halt nur gucken, wie man das dann hier auch mit dem Schub dann macht. Weil halt ein Propeller vorne hat ja nicht so eine Kraft wie 2 Propeller hinten. Ja, deswegen steuert sich das dann, geht das halt nicht gleichmäßig, da muss man halt mit dem Schub da ein bisschen arbeiten. So, jetzt legen wir gleich an. Da müssen wir quasi die Container wieder entladen. Ich glaube, das sind, ich weiß gar nicht, wie viele Container das gleich sind. Weil es an jedem Hafen sind es ja auch unterschiedliche Container. So, sind wir gleich da. Dann drehe ich gleich einmal ganz schnell. Und dann hoffe ich mal, dass wir da seitlich so ein bisschen rankommen. Auch gleich ein bisschen rausnehmen hier, ein bisschen Gas rausnehmen. Dann müssen wir gleich einmal seitlich rum. Da können wir jetzt einmal noch komplett so lenken. Mal ein bisschen runter noch. Und dann jetzt gleich einmal komplett rum. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, da jetzt nirgendwo gegenkommen. Sagen jetzt schon rum, wa? Ich glaube, das dauert eine Weile. Oder einmal komplett. Ich mache jetzt mal komplett rum. Gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Das Schiff ist zum Glück in Anführungszeichen nicht so groß. Ein bisschen mehr Gas geben hier. Ich will halt, dass wir am besten so ein bisschen gleich schon passend. Ja, ich mache noch ein bisschen langsamer. So scharf einlenken, dass wir gleich und seitlich randrücken dann. Aber jetzt müssen wir ein bisschen mehr lenken. Aber geht eigentlich ganz gut. Lässt sich ganz gut steuern. Und jetzt müssen wir in den gelben Bereich kommen, bevor wir da K drücken können. Also K müssen wir jetzt gleich halten. Jetzt kommt er langsam in den Bereich. Jetzt so ein bisschen mehr verlenken. Und sobald er in dem gelben Bereich ist, okay, geht auch so jetzt, ne? Nochmal Schub raus. Raus. Wird schon drin. Zum Löschen machst du einfach dieselben Arbeitsschritte wie am Anfang, nur andersherum. Als erstes musst du die Containersicherung lösen, also die Twistlocks und Lashingstangen. Dann auf den Kran, die Container auf die LKW laden. Du weißt Bescheid. So, jetzt sind wir hier auf jeden Fall, müssen wir erstmal wieder alles hier, warte mal. Alles hier wieder lösen, die Stangen und die Twistlocks. Bei Tankern musst du die Rohre anschließen und die Ventile öffnen, während beim Schüttgut nur die Ladeluken geöffnet werden müssen. Dann gehen wir wieder Auf geht's! um Steuer. Die Container müssen runter. So, jetzt müssen wir die... Gucken wir jetzt mal gleich hier. Wo sind die Container? Wie viele Container müssen wir? 4 Container müssen wir jetzt. Wir müssen alle abhaken. 3 hier übereinander müssen wir auf jeden Fall entladen. Dann ist noch ein anderer, oder? Würde ich sagen. Man muss das immer mit der Maus genau anvisieren. Das ist
An die Ego-Perspektive. Kann ich hier nicht in die Ego-Perspektive gehen? Das war's, ne? So, jetzt sind noch 4 Twistlocks. Wo denn? Wo sind die anderen 4 Twistlocks? Wo ist denn das andere? Was stimmt hier nicht? Müssen wir noch hin? Irgendein Container fehlt noch. Wir sollen da 4 Container abladen. Ich weiß jetzt nicht, wo hier noch ein Container... Ah, der hier noch. Okay, der hier noch. Der steht hier als einzelner Container. Gut, dann geht's jetzt wieder auf den Kran. Ich hoffe, du hast deine Höhenangst im Griff, denn das wirst du ab jetzt häufiger machen müssen. So, dann gehen wir wieder auf den Kran. So, jetzt kannst du mit dem Löschen anfangen. Die Container, die gelöscht, also abgeladen werden müssen, sind bereits markiert. Es wird öfter vorkommen, dass du nicht die ganze Fracht deines Schiffs im selben Hafen abgeladen werden muss. Deshalb achte darauf, dass du wirklich nur die markierte Fracht ablädst. So, jetzt haben wir diese 3 Container da. Hier die 3, die übereinander sind. Und dann haben wir hinten noch den einzelnen. Ich schneide das wieder zusammen, sobald wir hier durch sind, ne, weil ihr habt das ja schon letztes Mal beim Beladen gesehen. Dann bis gleich, Leute. So, wir sind jetzt beim letzten von den 4 Containern. Das Boot wackelt auch gut, weil es draußen sehr stürmisch ist. Wackelt das auch gut im Hafen. Also da muss man jetzt, das habe ich auch noch nicht gehabt. Da muss man auf jeden Fall gut immer genau zielen, quasi, wenn man den greifen will, weil sonst hat er Probleme beim Greifen. So, geschafft. So, jetzt sollen wir wieder zur Brücke. Zur Brücke. Wo ist die Brücke? Brücke. Ich glaube, wir haben es geschafft, ne? Geh zur Brücke, übernimm das Steuer. Okay, machen wir. So, gute Arbeit. Alle Waren sind da, wo sie sein sollten. Wenn du interessiert bist, irgendwann die richtig großen Ladungen zu transportieren und das ganze Meer zu bereisen, solltest du viele Aufträge von Crescent Port Logistics annehmen. So, das haben wir geschafft. Das Tutorial ist durch. Und jetzt kann man quasi selber auswählen. Also ich würde auch direkt auf Crescent Logistik gehen. Man könnte, wie gesagt, jetzt noch das Tutorial von dem Polizeischlauchboot fahren. Aber das kann ich euch später nochmal zeigen. Wir nehmen jetzt erstmal das Starterboot. So, jetzt sind wir nämlich Level 2. Du hast Gegenstände freigeschaltet. Hey Kumpel, hier ist Teddy. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu der bestandenen Weiterbildung. Jetzt kann dich nichts mehr aufhalten. Hast schon mit deinen nächsten Aufträgen nachgedacht, ich könnte deine Unterstützung bei einer Containerlieferung für Crescent Port Logistics gebrauchen. Denk nochmal drüber nach, ich warte auf deine Entscheidung. Und jetzt haben wir hier quasi einmal hier, das ist quasi ein Story-Kapitel. Dieses Kapitel 01, das ist quasi ein bisschen geskriptet. Dann kann man hier zum Beispiel einfach noch Container löschen. Dann gibt es hier noch Teddys kleiner Lieferservice. Hier gibt es nochmal, wie gesagt, einen Trainingskurs für die Wasserschutzpolizei. Hier könnte man Tutorial auch nochmal spielen. Und hier nochmal das Tideguard-Tutorial. Ja, und da kann man jetzt quasi, wie gesagt, auswählen. Und das werden später auch noch mehr Aufträge. Und wie gesagt, jetzt muss man natürlich gucken mit der Flotte, dass man dann hier auch die ganzen Sachen kauft. Hier kann man zum Beispiel aufleveln mit dem Herbert. Hier seht ihr zum Beispiel, Kraftstoffverbrauch geht runter. Maximale Geschwindigkeit geht hoch, Motorleistung geht hoch, Wartungsintensität geht runter. Und wie gesagt, die Crew können wir dann ab Level 3 nehmen. Gut, das war's dann erstmal heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Und dann sehen und hören wir uns in der nächsten Folge. Oder im Livestream bei mir auf Twitch TV Underwater Frank. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, damit ihr kein Video verpasst. Auch gerne den Abo-Button drücken. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, gerne auch in die Kommentare damit. Vielen Dank. Tschüss.